So, jetzt mal hier auf Flopstyle weiter. Und zwar, da ist es nun, das gute Stück. Die Scheppach BASA3. Nicht wundern wegen dem ganzen Chaos hier im Hintergrund. Das gehört dazu. So, sage ich gleich mal ein paar Fakten dazu. Da haben wir erstmal Bedienungsanleitung. Lasst euch nicht irritieren, so viel ist das gar nicht. Also weniger als erwartet. Und dann, jetzt drehe ich mal das Display um und dann schauen wir uns mal die Bandsäge an. So, da ist die Scheppach BASA3 mit Vario Drive. Der befindet sich hier. Da könnt ihr dann im Endeffekt die Sägebandgeschwindigkeit einstellen. Ein mega geiler Gusstisch. Unglaublich das Teil. Sau schwer. Und ich finde es einfach mega. Hier natürlich dann die Parallelanschlag, was man halt so braucht, je nachdem was ihr damit macht. Wenn ihr natürlich da 20 cm Bohlen aufschneiden wollt, ist der Anschlag ein bisschen flach. Aber da kann man bestimmt irgendwas ranschustern, dass das besser funktioniert. Da habt ihr noch eine kleine Lupe. Ich glaube, meine Kamera stellt nicht scharf. Da könnt ihr dann sehen, wie breit das Teil zu schneiden ist. Ein bisschen was nervig ist, aber das gehört alles dazu, ist die Schraube hier, wenn ihr die Säge öffnen wollt. Da ist natürlich ein Schutzkontakt. Da drinnen ist ein Schutzkontakt. Und die Schraube, ihr dreht gefühlt 10 Minuten dran, ansonsten schöne stabile Räder. Oben natürlich dasselbe. Und da könnt ihr dann hier noch eure Führung einstellen. Geht natürlich hoch oder runter zu machen. Ich habe mir noch ein paar Sägeblätter dazu bestellt. Und dann schauen wir einfach mal in den kommenden Videos, wie gut das Teil funktionieren wird. Und in dem Sinne, ciao, viel Spaß, bis zum nächsten Video. Und dann sägen wir ein bisschen was.